Hallo, liebe Zuschauer. Manchmal bekomme ich die Frage, wie sieht es denn steuerlich aus, wenn man in Thailand wohnt? Ich bin also kein Steuerberater. Ich kann nur das wiedergeben, was mir widerfahren ist und in diesem Beitrag auch von einem lieben Freund von mir, der die Erfahrung gemacht hat, wenn es darum geht, Kapitalerträge, wie man die versteuern muss. Also in diesem Video werde ich jetzt die Frage beantworten, wer wird steuerlich hier in Thailand veranlagt, ob es jetzt ein Normalbürger ist oder ein Staatsbediensteter, also ein Beamter, und unter welchen Bedingungen. Und des Weiteren werde ich dann auch auf die Frage eingehen, was ist mit Kapitalerträgen, die man in Deutschland erwirtschaftet, ob die jetzt in Deutschland oder hier versteuert werden müssen. Also man sollte wissen, Deutschland und Thailand hat ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, dass nur in einem Land derjenige versteuert werden kann, wenn er zum Beispiel 180 Tage dort wohnt. Das heißt also, wenn du nach Thailand kommst und bist 180 Tage hier, hast dich in Deutschland abgemeldet, dann wirst du hier steuerlich veranlagt. So, und jetzt hat man aber Unterschiede, den Normalbürger und den Staatsbediensteten. Bei dem Normalbürger, ich bin ja auch ein Normalbürger gewesen in Deutschland, ist es also so gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe mich beim Finanzamt abgemeldet mit einer Kopie des Visums, dass ich also ein Jahr weg bin, und auch eine Kopie vom Einwohnermeldeamt, dass ich in Deutschland abgemeldet bin. Und ich habe keine weiteren Einkünfte, auch keine Mieteinkünfte oder sonstiges. Ich habe nur meine Rente. Dann bin ich also 180 Tage hier. Und bei mir ist es so, dass ich also in Deutschland keine Steuern zahlen muss. Und das schon seit 7 Jahren. Auch mit dem Brandenburger Steueramt für Personen, die im Ausland leben, habe ich nie wieder was von gehört. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, wo ich wohne oder wollen es nicht wissen. Jedenfalls damit habe ich nichts am Hut mit denen. Doch, warte mal, die deutsche Botschaft, die weiß, wo ich ist. Also darüber könnten sie mich kriegen. Was heißt kriegen? Da hätten sie die Adresse. Also ich bezahle keine Steuern in Deutschland. Hier in Thailand ist es auch so, dass der normale Rentner hier nicht versteuert wird. Man kann zwar zum Finanzamt hier gehen in Thailand und eine Steuernummer beantragen, wenn man hier in Thailand etwas erwirtschaftet. Das ist also ganz wichtig, vor allen Dingen für diejenigen, die ein Rentnervisum haben. Die dürfen ja nicht berufstätig, sage ich mal, werden und Geld verdienen hier. Dann muss man das nämlich auch steuerlich angeben und dann verliert man auch automatisch den Status eines Rentners, der ja nichts tun darf. So, der andere Fall ist ja der Staatsbedienstete, dann fallen die Polizisten, Soldaten, Lehrer und wer weiß was, also die Beamte sind drunter. Bei denen ist es so, dass die Pension, obwohl sie in Deutschland abgemeldet sind, in Deutschland abgegeben werden muss. Die müssen also weiterhin Steuern bezahlen in Deutschland, die müssen auch einen Steuerberater haben, es muss eine Einkommensteuererklärung jedes Jahr gemacht werden und da fließt dann also das Geld hin. Das ist es ganz einfach. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt in Deutschland abgemeldet bin, wohne hier, habe aber noch in Deutschland mein Depot und habe dort Aktien oder sonstige Wertpapiere und erwirtsche da was. Da sieht es also so aus, dass automatisch, wenn man ja etwas verkauft hat mit Gewinn, ja 25% abgeführt wird ans Finanzamt. So, am Ende des Jahres kann man über den Steuerberater die 25% einfordern, weil man nicht mehr in Deutschland gemeldet ist.
Hier braucht man nichts anzugeben, das ist ganz aktuell. Ein Freund von mir war jetzt dieser Tage noch hier beim Finanzamt mit einem oberen Boss darüber gesprochen. Er sagte, hier braucht man nichts anzugeben. Man darf nur nicht diese Kapitalerträge in dem Kalenderjahr mit nach hier bringen. Aber das geht ja auch gar nicht, weil ja Ende des Jahres muss man ja den Steuerausgleich machen und dann geht man ja ins Folgejahr rein und dann kann man sehr wohl diese Kapitalerträge nach Thailand rüberbringen, weil das in Europa erwirtschaftet ist. Und das ist es eigentlich und damit hat man 25% Gewinn mehr an Aktien oder sonstige Sachen. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, das soll jetzt ein Grundwissen sein für euch, die noch immer in Deutschland Aktien haben und damit spekulieren, mit eurem Steuerberater zu sprechen, dass diese 25%, die abgeführt wird, automatisch, dass der Steuerberater die einfordern kann, weil du einen Wohnsitz in Thailand hast. Bist ja nicht mehr in Deutschland registriert und damit bekommst du die 25%. Und die kannst du sehr wohl nach Thailand rüber transferieren und damit hast du mehr Gewinn. Also Vorsicht, wenn ihr hier in Thailand was erwirtschaftet oder verdient oder sonstiges, dann unterliegt ihr hier dem thailändischen Steuergesetz und dann müsst ihr sehr wohl eine Steuernummer haben und ihr müsst auch Steuern abführen. Ich werde auch immer dauernd gefragt, wie sieht das mit meinem YouTube-Kanal aus, weil ich ja darüber auch Geld verdiene. Mein YouTube-Kanal ist in Europa angemeldet und alle Gelder kommen da und haben mit Thailand gar nichts zu tun und da brauche ich keine Steuern zu zahlen und hier auch nicht, ganz einfach. Dafür sind auch so viele wie soll man sagen, Internet-Worker hier, die von hier aus ihr Business betreiben und haben aber das Business an sich im Ausland und wo da auch die Gewinne erwirtschaftet werden. So, das soll es mal gewesen sein, wieder mit dem Geld und Geldfragen, da verlinke ich mal hier oben, da habe ich ja einige Excel-Listen, wie es aussieht mit den Kosten hier in Thailand, ob man Single ist, mit Freundin, wenn man mit seiner deutschen Frau nach hier kommt, wie es da aussieht mit den Kosten. Das werde ich in den nächsten Wochen nochmal aktualisieren, so mit den Preisen. Es ist ja hier einiges teurer auch geworden. Wie viel Geld braucht man hier als Single-Mann, um einigermaßen gut zu leben? So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.